Hey Leute, ich bin's SDK von Schalk den Kumpel mit einem neuen iOS 7 Beta Video. Da euch das letzte iOS 7 Beta Video so gut gefallen hat und ihr so viel Interesse gezeigt habt, habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich noch ein iOS 7 Beta Video. Und dieses Mal zeige ich euch, wie die iOS 7 Beta 6 am in Anführungszeichen ältesten iPad läuft, am iPad 2. Wie läuft sie, wie gut läuft es? Sind die neuen Funktionen wirklich gut an den Screen angepasst oder einfach nur aufgeblasen? All das schauen wir uns jetzt an am iPad. Ich würde sagen, los geht's direkt. Und zwar, wir fangen von oben bis unten an mit der Ruhe da draußen, mit der Nachrichten-App. Ja, es ist einfach die iOS 6 App, so wie Sie sie kennen. Weiß an iOS 7 angepasst. Oben die Ränder sind durchsichtig, das sieht man. Ich glaube, ja, das sieht ihr, glaube ich, gut. Und wenn ich hier auch von rechts nach links kriege ich die Anzeige, wann habe ich eine Nachricht empfangen oder wann habe ich diese Nachricht abgeschickt. Das ist sehr praktisch, wie gesagt, wenn man die Nachricht keine Antwort bekommt, wenn man sich denkt, hat er die überhaupt bekommen, dann kann man gucken. Und das ist praktisch. Und mehr muss man auch nicht sagen, das ist eigentlich Nachrichten unter dieser iOS 7 App. Einfach Redesign für iOS 7, nichts Großes. Die Fotos-App ist auch das genau gleiche, aufgeblasene iPhone-Version, aber was hätte man auch anders erwartet. Es ist hier die Sammlungenansicht, die wie immer schön ist, finde ich sehr toll. Wenn man auf die Ortsnamen geht, kriegt man seine alte Kartenansicht, die ich auch immer wieder schön finde. Ich finde die ein bisschen übersichtlicher, kann man sich so mehr ein Bild machen. Ist auch alles viel praktischer. Und ja, das ist ganz praktisch. Hier gibt es natürlich auch iCloud-Freigabe und die alte Albenansicht für alle, denen das abgeht. Ja, und das ist die Fotos-App. So, Kamera-App, und jetzt gab es viel Verwirrung. Ich lasse das jetzt so, wundert euch nicht, das ist nur, weil ich es hier am Tisch liegen habe. Lasst euch nicht verwirren. Es gab viele Videos, die ich auf YouTube gesehen habe es gibt in der iPad-App keine Filter, WTF. So, jetzt war ich natürlich auch so ein Depp und habe mir das auch gedacht, WTF, keine Filter. So, das hat folgenden Grund, meine Damen und Herren. Das iPad hat eine App namens Photobooth, und das zeige ich jetzt, bevor ich die Kamera genau anspreche. Die Photobooth-App hat verschiedene Filter. Jetzt erklärt sich das dann schon von selbst, warum Apple keine Filter in der Kamera-App hat, weil ich hier meine Filter für Bilder habe. Wieso sollte man jetzt da noch Filter in die Kamera-App bauen? Einfach logisch, und so möchte ich diese blödsinnige Verwirrung auflösen. So geht das, weil wenn ihr jetzt guckt, wenn ihr jetzt auf irgendeinen Filter drückt, seht ihr da habt ihr euer Filterzeichen, da könnt ihr draufklicken, habt ihr eure Filter und dann könnt ihr schon ein Filterbild machen. Photobooth macht das für euch am iPad. Zurück zur Kamera-App. Ganz simpel, wir können das von unten nach oben oder von oben nach unten streichen, um in Quadratmodus, Fotomodus oder Videomodus zu kommen. Leider kein Panorama, weiß Gott warum. Apple möchte halt, dass ihr ein anderes iPad kauft, oder ich weiß gar nicht, ob es auf anderen iPads gibt, oder gar ein iPhone kauft. Je nachdem, ist halt so, muss man akzeptieren. Sonst ist es einfach die stinknormale Foto-App. So, nächste App, Karten. Ja, Karten. Hier wurde viel diskutiert. iOS 6 Karten, das Desaster, ganz viel Tragik. So, hat Apple unter iOS 7 die Karten-App verbessert. So, wir fangen an mit Flyover. Sind die Bilder besser geworden? Denn es gab ja wirklich Bilder unter Flyover und das stimmt einfach, die waren Ist aber auch klar, und ich habe das immer wieder argumentiert. Ich habe gesagt, die Apple macht zum ersten Mal eine Maps-App, das ist nicht so, Ruhe da. Das ist nicht so leicht, eine ganze Application für die ganze Welt zu machen. Hätten sie länger warten sollen mit der App? Ja, vielleicht, aber trotzdem muss man das auch verstehen. Aber natürlich, das ist Ansichtssache. Manche sind halt immer diese Hater. So, gucken uns Flyover an. Mein Beispiel, was ich mir angeschaut habe, ich habe mir in iOS 6 dieses Bild angesehen, das Flyover vom Reichstag, was meines Erachtens sehr schön ist, und habe mir das jetzt unter iOS 7 angesehen. Sowas, wir scannen hier jetzt ein bisschen genauer rein, das dauert jetzt einen Moment, bis sich das aktualisiert. So, jetzt haben wir es, glaube ich, aktualisiert, jawohl. So,
Habe ich Unterschiede gemerkt? Nein. Angeblich hat Apple bei anderen Orten Sachen verbessert. Jetzt ist mir da nichts aufgefallen. Also Flyover-mäßig ist mir nicht viel aufgefallen. Und ja, ihr seht es schon, die Bäume sind immer noch so wunderschön. Aber ja, wie gesagt, das mein Argument ist, es ist eine Maps-App, die ist erst ein Jahr alt. Das braucht noch. Und es ist aber, was ich sagen muss, also in Österreich, ich hatte keine Probleme mit der Maps-App bis dato. Ich weiß es ja nicht. Aber was ich jetzt erwähnen muss, ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn ihr hier guckt, auf den ganzen Straßen, das sind so Punkt, Punkt, einmal orange, einmal rot, das ist der Verkehr, ja. Aktueller Verkehr wird hier angezeigt und das ist schon etwas, das wusste ich gar nicht. Ich weiß es nicht, ob das gab es damals, gab es das schon, ich weiß es nicht. Und iOS 6. Aber ich finde die Ansicht hier unter iOS 7 sehr schön und was ich genial finde, ihr seht hier ja in diesen roten Bereichen ab und zu so ein Haltezeichen für keine Durchfahrt. Kennt ja jeder, der Auto fährt. So, jetzt drücke ich auf dieses Zeichen, da steht die Straße gesperrt und da steht halt, welche Straße das ist, drücke ich hier drauf und kriege die genaueste Information. Und jetzt passt mal auf, da steht aktualisiert 17.08.2013 um 18 Uhr. Jetzt ist es 18.10 Uhr, also aktueller geht es nicht. Also schon, aber das ist schon wirklich verdammt aktuell. Und hier habe ich meine genaueste Information, die Straße ist gesperrt. Und das ist doch wirklich, wirklich eine gute Idee. Finde ich wirklich nice und wirklich schön gemacht von Apple. Der Verkehr. Noch etwas. Jetzt habe ich nochmal zurück zu dem, dass Apple ja angeblich die ganzen Kartenmaterialien verbessert. Ich habe etwas gemerkt. Mein Ort, ich lebe in einem Dorf. Dörfer sind immer so nicht so bevorzugt wie größere Städte, ja. Und sagen wir so, mein Ort war bis dato immer in Maps schwarz-weiß. Und das hat mich gestört, muss ich zugeben, weil alles rundherum war bunt. Und das war schwarz-weiß. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum. Es war ein aktuelles Bild, aber es war schwarz-weiß. So, was hat Apple gemacht? Jetzt kann man nicht sagen, es ist ein neueres Kartenmaterial. Jetzt kriege ich hier wieder, ne? Na, was denn? Meine Güte, ich muss kurz gucken, ne? Moment kurz, ich muss kurz gucken hier, wer mich hier anschreibt. So. Sorry, ich habe da kurz zurückschreiben müssen, war ein bisschen dringend. So. Aber was Apple jetzt gemacht hat, und das zeigt, dass sie wirklich gearbeitet haben an der App. Wenn ich jetzt kurz mein Ort eingebe. Zip. Siehe da, er ist in Farbe, Halleluja. Er ist in Farbe, meine Güte, das war ja unglaublich. Wie lange hat es denn gedauert, bis endlich dieser Shit gekommen ist? Ich muss mich wirklich aufregen, weil mein Ort war immer benachteiligt. Unter Google Maps am Anfang war es immer unscharf, da hast du nichts gesehen. Jetzt war es schwarz-weiß und scharf, jetzt ist es endlich scharf und farbig und ich bin echt froh darüber. Das Bild ist aber nicht so aktuell wie das schwarz-weiße. Ist mir aber lieber, wenn es fehlen nämlich nur 2 Häuser und das ist mir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, total egal. Von dem her ist das zu verkraften, dieser Fehler. Und ja, in dem Fall, das ist etwas, wo ich sagen kann, ja, Apple hat daran gearbeitet. Und wir haben hier einen Share-Knopf und das ist das, was ich gemeint habe. So sieht es auch in der Foto-App aus, der Share-Knopf, nur dass hier unten noch ein bisschen mehr steht. Da kann ich natürlich dann auch als Hintergrund hinzufügen und so weiter und so fort. Und ja, that's it in fact mit der Maps-App. Wie gesagt, ich finde, sie hat sich verbessert und Verkehr ist wirklich nice. Leider muss ich hier erwähnen, und ich gucke kurz, ob das jetzt nur in Hauptstädten der Fall ist, dass das bis jetzt supportet wird oder auch in normalen Städten. Ich gucke da jetzt mal kurz, weil wie gesagt, ich habe Verkehr noch nie wirklich benutzt und scheint sich doch... Nein! Da schau dir das an. Applaus von mir. In normalen Städten hat Apple das auch eingebaut, den Verkehr. Ihr seht die Punkte. Apple, ja, okay. Die Maps-App hat sich verbessert, ja. Applaus.
es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der gleiche geht mit Kalender. Kalender war ja schon immer okay, eine wirklich gute App und jetzt ist sie noch besser geworden. So, folgendes hat Apple nämlich gemacht. Er ist erstens vereinfacht worden, es ist ein viel cleaneres Erlebnis und was ich genial finde, wir haben diese kleinen farbigen Balken. Sie beginnen dort, wo das Event anfängt und hören dort auf, wo das Event aufhört. Und das gibt uns eine wirklich tolle Übersicht, wenn wir im Wochenüberblick sind besonders, was los ist erstens und wie lange es dauert. Und dieser kleine rote Strich zeigt genau die Uhrzeit und bewegt sich so runter zum Event. Und das ist wirklich eine tolle Übersicht. Es gibt kleine Bugs, ihr seht ja auch hier Samstag, da ist ein Einsatz zu viel. Eine Beta. Aber das wird sicher noch verbessert. Die Monatsansicht, ja, auch nicht viel anders, einfach ein cleaneres Erlebnis. Ja, das Ansicht ist ganz nett, sieht so aus wie im Kalender oben. Und die Tagesansicht auch hier, und das finde ich wirklich toll, da hat man den iPad-Screen wirklich voll ausgenutzt. Auf der rechten Seite sehen wir, was geht ab, welche Art, wann, wo, was. Und auf der linken Seite die schöne Balkenansicht, die ich so gern habe. So. Und ich bin gerade hier überlegen, weil ich stelle das jetzt hier mal absichtlich um, weil ich möchte euch nachher noch was zeigen. So, na. Stellen wir das hier mal um. Perfekt. Denn ich möchte euch noch was zeigen. Denn der Kalender ist, pass mal auf hier, das Notification Center ist über den ganzen Bildschirm, meine Damen und Herren. Das hört sich jetzt so nach gar nichts an, aber das ist so viel wert. Damals unter iOS 6 war das irgendwo hier abgeschnitten, ganz komisch. Ich verstehe es nicht, was sich Scott Forstall damals gedacht hat, als er das gemacht hat. Für mich ist ja iOS 6 immer noch die Scott Forstall Fire Edition, egal wie böse das klingt, aber es war nicht das beste iOS. Und jetzt versucht iOS 7 das alles gut zu machen. Wir haben ein durchsichtiges Notification Center. Ich habe das damals schon immer benutzt bei jedem Jailbreak. Ich liebe durchsichtige Sachen. Was ist los? Wir haben die Heute-Ansicht, Samstag, 17. August. Wir haben hier ein bisschen Wetter, aber wir haben keine Wetter-App. Ich verstehe das nicht, aber es ist so. Wann kriegen wir eine Wetter-App unter dem iPad? Vielleicht wird Apple endlich mal schlau. Wir werden es sehen. Wir haben etwas Schönes. Wir haben hier dann, der erste Termin im Kalender heute heißt Kaizo Mario 2 Alpin, oh Gottes Willen, und beginnt in 44 Minuten. Ich finde das wirklich cool, dass mir das angezeigt wird und dann diese tolle Kalenderansicht wieder mit diesem farbigen Balken, schön umgesetzt und eindeutig sehbar, was passieren wird. Sehr gut gemacht und unten nochmal, was morgen passiert. So, aber Notification Center kann noch was Neues. Unter iOS 7 kann der App Store jetzt automatisch Updates durchführen. Das ist wirklich praktisch. Besonders bei Geräten, wo man nur Wi-Fi hat und kein 3G, wo man eh nicht übers mobile Internet gehen kann. Und ich habe in dem Fall ein iPad und nur Wi-Fi. Und in dem Fall benutze ich natürlich den Feature, weil man merkt da nicht mehr, wie die Updates gemacht werden und das ist sehr praktisch, weil dann ist immer alles am neuesten Stand und du musst dich da nicht drum kümmern und das war eh so oder so ein bisschen nervig. So, jetzt will man aber trotzdem wissen, was hat sich verbessert, wenn man sieht, aha, es wurde abgedatet. Ganz einfach, ein Swipe nach rechts, nach links, sorry, und wir haben hier, wenn etwas abgedatet wurde, den App Store und der gibt uns jetzt eine Message, wo steht, Day One Journal in dem Fall wurde aktualisiert, das war vor 3 Stunden, dann drücke ich hier drauf, werde reingehauen in den App Store und der sagt mir, was wurde verbessert. Und warum steht hier aktualisieren? Scheint ein Bug zu sein. Ja, das ist ein Bug, okay. Wie gesagt, noch nicht alles perfekt. Aber es ist nämlich fertig. Es wird mir nur angezeigt, dass es nicht fertig ist im Moment. Ich möchte das kurz mal gucken. Jo, komischer Bug. Komisch. Egal. Nicht so wichtig. Das ist das, was ich meine. Ups, jetzt habe ich schon viel zu viel gezeigt. Na, geh weg. So. Und natürlich gibt es auch verpasst. Und das ist das Notification Center am iPad. Useful, besser gemacht. Finde ich wirklich das beste Notification Center bis jetzt. So, ich habe es euch schon gezeigt. Wenn wir jetzt immer nach links gehen, ist da nichts mehr. Wo ist denn bitte mein Suchfenster? Wo ist er? Hier. Einmal von oben nach unten swipen und schon hast du wieder deinen Finder. Ich nenne ihn immer Finder, heißt nicht so, ich weiß es. Aber
ja, hier finde ich meine Apps und wenn ich jetzt zum Beispiel mit A anfange, dann geht das schon los. Eine wirklich, finde ich, meiner Meinung nach wirklich geniale Ansicht. Ich find das so, wie es jetzt gemacht wurde, so unsichtbar, das finde ich richtig geil. Man hat hier die Apps, zuerst die mit A anfangen und komischerweise auch was mit F. Man hat hier die ganzen Kontakte, dann kommt die Musik, dann kommen die Notizen, die Ereignisse, die weiß Gott alles, was man so mit A hat. Und das ist das Blödsinn. Das ist meiner Meinung nach wirklich cool und wirklich toll gemacht. Und damals hat das immer, ich sag's mal so, in Beta 4, Beta 5 besonders, ging das so, wenn man runtergegangen ist, und jetzt geht das zack, 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 zack. Es geht richtig, einfach cool. Und einfach schnell, so wie man es haben will. Ganz schnell Kontakte. Es ist die normale Kontakte, einfach weiß und mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Die Erinnerungen-App unterscheidet sich zum iPhone groß. Wir haben die iPad-Version, wenn man sich an iOS 6 erinnert, die iPad-Version von den Erinnerungen umgeändert für iOS 7. Und das ist eigentlich das, was gemacht wurde. Wir können Tabs machen, wie ihr hier seht. Und ich ändere hier auch gleich was, weil ich möchte euch noch etwas zeigen, was das Notification Center kann. Davor wollte ich es gar nicht machen, aber jetzt mache ich es doch. Moment, 18 Uhr nehmen wir. Das ist, ja. Ne, ich glaube, das ist schon zu spät, da wird es mir nicht mehr angezeigt. No problem, nehmen wir 25, so lange dauert das Video ganz sicher noch. So. Und im Generellen können wir hier Tabs machen und das ist das Besondere unter den Erinnerungen bei iOS 7. Ja, das ist die Erinnerungen-App unter iOS 7. Ihr seht, das meiste ist nur redesigned. Die Folder, durchsichtig, wir kennen es aus dem iPhone und wir haben jetzt mehrere Seiten, wenn wir halt eine haben würden. Ich zeige es euch schnell. Uhr rüberziehen, neue Seite gemacht und so einfach geht es, wenn Apple Bock hat. Ja. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten angelangt, und zwar Videos. Ja, ich kann euch hier leider nur die Filme zeigen. Die Video-App wurde ja, wie gesagt, redesigned. Wir gucken uns jetzt an, wie es am iPad aussieht. Ich kann euch aber nur die Filmeübersicht anzeigen, denn wenn ich ins Musikvideo-Übersicht gehe, glaubt es wieder, ich will ein Musikvideo abspielen und dann kennt ihr den gleichen Blödsinn. Dann geht das gleiche wieder los, dann spielt das Bild und das wollen wir alle nicht. Deswegen gucken wir uns nur die Filmübersicht an und hier muss ich sagen, da hat Apple wieder mitgedacht, sieht anders aus, es wurde ans iPad angepasst. Wir haben links das Bild, rechts die Informationen, können hier zuerst die Zusammenfassung, die wie bei iTunes aussieht, die Kapitel und die zugehörigen Filme. Gut, wirklich, wirklich gut gemacht, finde ich, von Apple. Besonders das mit der Zusammenfassung finde ich richtig, richtig geil. Und wirklich toll umgesetzt für das iPad und das wird mich wahrscheinlich öfters wieder dazu bringen, die Video-App zu benutzen, weil bis dato habe ich die nie benutzt. Ja, machen wir gleich direkt weiter mit der Uhr-App. Weltuhr, einfach nur redesigned, sonst nichts Neues. Wecker, da ist was Neues, wir haben die Wochenansicht, damit wir immer sehen können, an welchem Tag welcher Wecker ist. Why not? Finde ich ganz praktisch. Stoppuhr ist einfach redesigned. Der Timer ist auch einfach redesigned. Fertig. Stoppuhr. Wenn ihr jetzt genau mal kurz auf den App-Icon der Uhr guckt, das finde ich auch ganz nice, seht ihr, dass sich der Sekundenzeiger sowie auch der Minutenzeiger mitbewegt. Das ist die aktuelle Zeit, die uns hier angezeigt wird auf diesen Icon. Und das finde ich cool. Live-Icons, meine Güte. Warum kann man das nicht bei der Wetter-App beim iPhone einbauen? Apple. Wenn ihr das doch bei der Uhr könnt, das ist epic, das geht voll ab. Warum geht das denn nicht auf der Wetter-App? Wäre doch richtig geil, wenn sich die App nach dem Wetter richtet. Why not? So, dazu aber jetzt weg und zum iTunes Store. Der iTunes Store, aber das kann ich jetzt wirklich rasend schnell erklären, der ist einfach wie der App Store, wie es der iTunes Store immer war. Einfach für iOS 7 angepasst, weiß, mit durchsichtigen Hintergründen, wie ihr hier seht. Und das ist es. Das ist iTunes Store und iOS 7. Wirklich, da ist nichts erwähnenswert. Das ist einfach nur Redesign. Notizen habe ich zu meckern.
Auch hier wird der Bildschirm ausgenutzt, ja, ja. Aber es ist alles einfach und das finde ich einfach nicht cool. Alles weiß. Da sind ein paar Striche in der Mitte, da hat man das Suchfeld, 3 Icons, fertig. Wenn man hier weggeht, hat man, upsie, nee, löschen will ich nichts, so. Wenn man hier draufklickt, na komm, geh weg. Jetzt will es nicht weg. Ja, dann gehst du halt nicht weg. Dann bleibst du halt hier. Habe ich die Ansicht, das ist einfach, ich finde das, ich bin für Simplicity, so wie es Johnny Ive sagt. Ich finde iOS 7 auch schön in seiner Einfachheit, aber das ist zu einfach. Die alte Notizen-App hat mir viel besser gefallen. Das finde ich zu einfach. Das ist einfach nur weiß und fertig. Und das finde ich nicht schön. Das ist meine Meinung zur Notizen-App, sonst hat sich da nichts geändert. So, weiter geht's zum App Store. App Store wie iTunes Store. Da ist wirklich nichts zum Erwähnen. Er sieht einfach wie immer aus, nur für iOS 7 angepasst, mit durchsichtigem Hintergrund, wie ihr seht unten. So, und da haben wir es, und wenn ich jetzt die Notification hier oben berühre, seht ihr, da ist was zum Runterziehen, da ziehe ich die Notification runter und komme direkt ins Notification Center. Und das hat wirklich, das habe ich so geil gefunden, als ich da drauf gekommen bin. Bei damals habe ich drauf getippt, ist gekommen, und so finde ich das auch viel besser. Viel, viel besser. Und da kann ich dann drauf drücken und komme natürlich in die App. Wir können direkt vom Multitasking ausgehen. Multitasking am iPad läuft richtig smooth. Wir können mit 2 Fingern, ups, das sollte ich nicht machen. Wir können jetzt mit 2 Fingern sogar Apps wegziehen, wie ihr seht. Und wenn man schneller sein will, auch praktisch zu wissen. Ich glaube, kann man 3 nehmen. Ha! Ich hätte es fast geschafft. Es ist aber schwer. So viel sei gesagt. Es ist goddamn schwer, 3 Apps auf einmal hochzuziehen. Aber es geht. So könnt ihr mehrere Apps auf einmal eliminieren, auch bei diesem Multitasking, wenn ihr ein bisschen Stress habt. Und das geht alles sehr flüssig. So, Game Center. Auch hier meine Kritik wie bei den Notizen. Einfachheit ja, aber das ist zu einfach. Es wurde ja argumentiert, ja, wir haben kein grünes Material mehr benutzt, so scherzhaft, aber Leute, bei allen Ehren und aller Freundschaft, aber Moment, es kommt gleich. Das finde ich sieht nach nichts aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ist die schlechteste App. Das ist simpel, das ist weiß, das ist nix, das ist... Sieht so aus, als wäre es nicht fertig, so wie kann ich es wirklich sagen. Ich finde das nicht schön und deswegen benutze ich das Game Center auch fast gar nicht. Ich finde es, ne, gefällt mir einfach nicht, so wie sie es gemacht haben. So, weiter zur Mail-App. Die Mail-App ist eigentlich, kann man wirklich sagen, ich versuche kurz, ja, einfach, wie soll man das jetzt eigentlich erwähnen? Wir haben die normale Mail-App einfach an iOS 7 angepasst. Einfach auch redesigned ein bisschen. Und das ist die Mail-App unter iOS 7. Auch hier nicht viel geändert. FaceTime. So. Folgende coole Geschichte. Am iPhone würde ich, erzähle mich mal kurz, so. Am iPhone würdet ihr hier jetzt durchsichtig durchsehen durch die Kontakte und würdet mich sehen hinter den Kontakten. Das würde ich epic finden. Das gab es beim iPhone, das war richtig geil. Haben sie jetzt weggetan. Don't ask me why, so sieht es halt jetzt aus mit FaceTime. Ja, FaceTime hat halt jetzt sein eigenes Icon bekommen. Finde ich ganz gut, kann man schneller zugreifen, why not? So, ich glaube, das war es auch schon mit diesen Features. Wir gehen jetzt mal nach unten in den Dock, das sind auch noch 2, die wir wirklich anspringen. Und die erste wäre natürlich Safari. Jetzt toll, jetzt machen wir noch Werbung, das ist awesome. Ihr seht schon, wir haben ein Smart Browse Field, das ist neu unter iOS 7. Es werden uns ein paar Seiten vorgeschlagen und ihr seht schon, es sieht auch alles ein bisschen anders aus. Und wenn wir jetzt irgendwas eingeben wie Google und jetzt nach unten uns bewegen, sehen wir auch hier ist es durchsichtig. Das Ganze sieht ein bisschen einfacher aus. Auch hier wieder, wenn ich auf iCloud gehe, kriege ich meine iCloud Tabs, meine Lesezeichen und das finde ich wirklich schön. Moment, wenn ich es hier finde nur.
Ui, wo ist denn das? Ich glaube, das geht gerade nicht, weil ich im Moment... Ach so. Also ihr seht, so sieht es am iPad aus. Das wusste ich gar nicht. Die Tabs sehen jetzt wie auf Safari aus, wenn ihr seht. Die werden hier oben so angeeckt und ihr könnt sie wie in Safari schließen. Am iPhone ist es nicht so, da haben wir eine schöne Übersicht. Hier wird das so gelöst. Why eigentlich not? Why not? Finde ich schon wirklich nett. Jo. Und ja. Wenn wir hier auf iCloud zum Beispiel gehen, ich mache das jetzt hier nur als Beispiel, damit wir kurz was sehen. Und wenn ich hier jetzt auf den Share-Knopf drücken kann, seht ihr mal die Funktionen, die jetzt möglich wären. Ich könnte diesen schicken per Nachricht, per Mail, an Twitter, an Facebook, Lesezeichen zu Leselisten hinzufügen, Homebildschirm hinzufügen, kopieren, drucken, das was wir kennen. Nur, wenn ich es zur Leseliste jetzt hinzufüge, passiert Folgendes. Das Ding wird runtergeladen. Es wird runtergeladen und wenn ich jetzt das Internet ausschalten würde, könnte ich es immer noch lesen. So kennen wir es vom Mac und so ist es jetzt auch am iPad. Und das ist cool und deswegen Daumen hoch von mir, Apple. Das ist cool. Und das wäre Safari unter iOS 7 einfach ein bisschen simpler, cleaner, aber besser. Und das ist trotzdem gut. Und deswegen, ja, Thumbs up für Safari. So, zuletzt, gut aber letzt, die Musik-App. Ja, wir haben hier die Übersicht der Alben, ja, einfach wieder hier, wieder unten das Durchsichtige. Wir haben die Listenansicht, die Interpretenansicht, die Titel logischerweise, die Alben, wie schon vorher, die Genres haben wir auch. Und da sehen wir schon, Apple macht jetzt, wenn wir hier unter Alben gehen, unter Genres, eigene Bilder für bestimmte Sachen, die ich create. Also diese Bilder hier habe ich nicht eingefügt. Und das ist cool und das ist neu unter iOS 7, dass Apple eigene Albumarts hinzufügt. Passiert am iPhone noch viel öfter bei mir. Da sind nur ein paar leider, die ich euch zeigen kann. Aber das ist auch, finde ich nett, weil ich finde, das sieht alles ganz gut aus. Und wenn Apple die schön macht, dann why not? Und finde ich auch ganz praktisch. Weil dann muss ich das nicht alles machen. Compilations gibt es auch und Komponisten. Und natürlich das alles mit neuen Icons. Jo, und eigentlich ist die Musik-App, aber es ist etwas neu, was ein bisschen ganz anders aussieht. Ihr wisst ja, wenn wir Titel wiederholen wollten, dann war da so ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, ein Pfeil und wenn ich den zweimal drücke, dann steht da bei dem Pfeil ein Einser und dann wiederholt sich das. Das war alles ein bisschen komisch. Jetzt steht hier Titel wiederholen und das ist doch viel logischer als das mit dem Pfeil. Da steht wiederholen aus, Titel wiederholen, alle wiederholen. Leichter erklärt ist es nicht, man weiß, was man anklickt. Und das haben sie, finde ich, gut gemacht. Jo, und jetzt noch zur Ansicht, wenn ich auf gucke, was sie hören gerade. Auch hier wieder Titel wiederholen zufällig. Meine Musik und unten das Ding. Ich finde die Lösung okay. Auch hier finde ich, könnte man immer noch irgendetwas hin tun. Ich finde das auch zu clean. Also das ist doch wieder zu Simplicity. Hier oben haben wir einen Knopf, wenn ich den drücke, kommt die, das Album des Liedes, in dem es drin ist. Und das ist auch eine nette Geschichte. Ja, und das wäre die Musik-App. Es kommt ja nämlich, das muss ich noch erwähnen, mit der offiziellen Release dann noch iTunes Radio hinzu. Ich glaube. Zumindest in Amerika. Für uns wird es wahrscheinlich erst mit iOS 8 kommen, weil sie es ja für alle Radios dann erst machen müssen. Das kommt dann noch dazu zur Music-App und ist dann der neue Feature, könnte man wirklich sagen, von der Musik-App. So ist es eigentlich nur ein Redesign mit ein bisschen einfachen Controls, die aber fein sind. Und was man hier auch sehen kann, hier oben kann ich auch direkt das Video steuern, wenn ich, das Lied steuern. Das ist auch etwas, was wirklich, wirklich nice ist, finde ich. Ja, und Leute, das ist iOS 7 am iPad. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass iOS 7 Beta 6 eigentlich wirklich gut läuft, wirklich, wirklich gut am iPad 2. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mir gefällt iOS 7 Beta 6 eigentlich wirklich gut. Ich habe, wie ihr wisst, ja nur 2 Apps, wo ich sage, das ist nicht okay, die Notizen-App und die Game Center App und vielleicht die Musik-App.
diese Übersicht, wenn man auf jetzt Sie hören gerade, das ist vielleicht so einfach, die ersten zwei sind auf jeden Fall so einfach gestaltet. Das mit der Musik, das kann ich akzeptieren. Ja Leute, das war's von mir SDK. Wir sehen uns beim nächsten Apple-Video. Bis dahin, ciao. Auf Siri wieder. Also so richtig hat's noch nicht funktioniert. Jetzt probieren wir was anderes, zum Beispiel in den Einstellungen. Aktiviere das Bluetooth.